In diesem Video möchte ich dir einige Tipps und Tricks zum Milchaufschäumen geben, die bei den allgemeinen Anleitungen zum Aufschäumen oft vernachlässigt oder nicht erwähnt werden. Wenn du eigentlich schon weißt, wie das Aufschäumen richtig funktioniert, es aber trotzdem noch nicht so recht klappen will, ist hier bestimmt der ein oder andere hilfreiche Tipp für dich dabei. Viel Spaß beim Video! Die Tipps in diesem Video sind eher ergänzend. Falls du noch gar nicht weißt, wie man Milch richtig aufschäumt, möchte ich dir zuerst meine ausführliche Anleitung dazu empfehlen. Ich verlinke sie dir oben. Beim ersten Tipp geht es um die Ziehphase. Für perfekten, homogenen Latte-Art-Milchschaum ist es sehr, sehr wichtig, nicht zu viel Luft auf einmal einzusaugen. Wenn du so wie hier am Anfang zu unvorsichtig bist und direkt viele und große Luftblasen bekommst, weil du die Düse ein klein wenig zu weit aus der Milch herausgezogen hast, ist das gleich eine schlechte Ausgangsbasis für guten Milchschaum. Versuche stattdessen, das Milchkännchen am Beginn ganz behutsam nach unten zu bewegen, bis du dieses sanfte Kratzgeräusch hörst. Dann machst du alles richtig. Auf dieser Höhe hältst du das Kännchen dann, bis du genug Luft eingesaugt hast. Achte dabei darauf, das Milchkännchen möglichst wenig zu bewegen. Ich würde dir auch wirklich empfehlen, das mehr über das Geräusch als über die Optik zu kontrollieren. Versuche mal wirklich genau hinzuhören in der Ziehphase, das bringt enorm viel. Wenn du aber doch mal zu viel Luft auf einmal eingesaugt hast am Beginn, ist noch nicht gleich alles verloren. Die großen Blasen kannst du so wie hier durch eine gute Rollphase trotzdem noch ganz gut in die Milch einarbeiten. Der zweite Tipp bezieht sich auch aufs Hören beim Aufschäumen. Oft werde ich gefragt, woran es liegen könnte, wenn es beim Schäumen so unangenehm kreischt. Dieses Kreischen ist immer ein Zeichen dafür, dass keine Luft eingesaugt wird. Wenn du dieses Geräusch hörst, musst du das Kännchen vorsichtig nach unten bewegen und so also die Düse näher an die Oberfläche der Milch holen, damit Luft eingesaugt werden kann. Wenn du das nicht machst, bleibt das Geräusch so unangenehm und du saugst überhaupt gar keine Luft ein. Am Ende wirst du dann nur heiße, flüssige Milch haben, mit der natürlich keine Latte-Art funktionieren kann. Wenn du fertig bist mit dem Aufschäumen und den Dampf abschaltest, warte unbedingt lang genug, bevor du die Dampflanze aus der Milch ziehst. Je nach Maschine hört der Dampf nämlich nicht ganz abrupt auf. Und wenn du die Lanze dann rausziehst, während noch Dampf kommt, kannst du ganz am Ende noch alles kaputt machen, weil so wieder große Blasen entstehen können. Der nächste Tipp bezieht sich auf das, was nach dem Aufschäumen passiert. Mach dir keine Sorgen, wenn du ein paar Bläschen auf der Oberfläche hast. Durch leichtes Klopfen und Kreisen des Kännchens wirst du die leicht los. Zudem wird die Milch durch das Klopfen und Kreisen noch cremiger und homogener. Du kannst auch beobachten, dass die Milch danach oft noch glänziger ist als direkt nach dem Schäumen. So sollte guter Milchschaum für Latte Art aussehen. Demnächst möchte ich übrigens auch noch ein Video machen, in dem ich noch genauer auf die richtige Konsistenz der geschäumten Milch eingehen möchte. Gib dem Video doch gerne einen Daumen hoch, wenn dich das interessiert, und falls du zu diesem Thema ganz spezielle Fragen hast, kannst du sie mir gerne unten in die Kommentare schreiben, vielleicht kann ich dann im Video darauf eingehen. Um dieses Video dann nicht zu verpassen, kannst du natürlich auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe, dass ich dir mit diesen Tipps weiterhelfen konnte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.